Hallo meine Freunde, hola Marivistas, selbst einen Tag vor Weihnachten brechen die Nachrichten rund um Real Madrid nicht ab. Und in diesem Video habe ich zwei sehr interessante Nachrichten, Informationen, Gerüchte rund um Real Madrid. Die erste ist ein Fakt, ja mehr oder weniger, denn Fabrizio Romano hat sein Here We Go gegeben. Und in der Welt des Fußballs ist das Here We Go von Fabrizio Romano, glaube ich, das, was einer Unterschrift am ähnlichsten kommt. Nämlich, Endrick ist ab dem 1. Januar Spieler von Olympique Lyon. Was da los ist, was für Klauseln etc., all das erfahrt ihr in diesem Video. Und dann die nächste Riesenbombe. Denn laut Christian Falk steigt Real Madrid in den Poker rund um Michael Olise ein. Den französischen Nationalspieler, den wahrscheinlich besten Rechtsaußen dieser Welt, der mit Bayern die Bundesliga zerschießt. All das und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, zunächst einmal nicht wundern, heute wird es wirklich ein etwas kürzeres Video, denn ich muss heute im Laufe des Tages noch in den Flieger, denn I'm going home for Christmas. Ich feiere Weihnachten mit der Familie, freue mich da schon riesig drauf, deshalb habe ich nicht so viel Zeit zu schneiden. Also geben wir Vollgas. Zunächst einmal ein Ergebnis, was ich euch noch nachliefern muss, das wollte ich euch nicht verheimlichen, ich habe es tatsächlich vergessen mit dem ganzen Ärger rund um Real Madrid gegen Sevilla. Ja, wie dem auch sei, Real Madrid Castilla, die Mannschaft von Álvaro Arbeloa, hatte am Wochenende ein absolutes Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Celta Vigo B und Real Madrid Castilla hat 1:0 verloren. Und ich muss euch so viel verraten, ich habe das Spiel über 90 Minuten geschaut. Was bei Real Madrid Castilla diese Saison los ist, ist absolut verrückt. In jedem Spiel passieren verrückte Sachen. In diesem Fall wieder eine gelb-rote Karte. Real Madrid Castilla verschießt den Ball 3 Meter vorm leeren Tor. Also, es soll einfach nicht sein. Ich zeige euch die Tabelle. Real Madrid Castilla rutscht auf den 4. Tabellenplatz ab. Ja, und es ist jetzt schon eher unrealistisch, dass man den Tabellenersten noch einholt. Teneriffa ist schon 10 Punkte weg. Real Madrid Castilla muss sich jetzt darauf konzentrieren, in den Aufstiegsplayoffs zu bleiben. Naja, im Guten muss man sagen, die Mannschaft von Álvaro Arbeloa wird von Spiel zu Spiel reifer, erwachsener und vielleicht können sie dann sogar in den Playoffs bestehen. Bin ich gespannt, wollte euch die Information geben. Wenn wir schon mal bei der Nachwuchsabteilung von Real Madrid sind, Gabri Valero, dieser 18-jährige Wunderflügelstürmer, wenn wir heute schon mal über Flügelstürmer reden, ja, den ich euch gezeigt habe mit diesen elektrischen Dribblings, wo Marcelo meinte, er glaubt, er wird es in die erste Mannschaft schaffen. Dieser Junge hat einen neuen Vertrag bei Real Madrid unterschrieben bis zum Jahr 2030. Das ist die neueste Information, die ist ganz frisch von heute Morgen. Ich gratuliere natürlich Gabri Valero. Ich drücke Marcelo die Daumen, dass er recht behält. So einen, ja, attraktiven Dribbler, warum nicht bei Real Madrid? Könnt mir eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren lassen. Ja. Und bevor wir zu den zwei Hauptthemen kommen, noch ein Bild, was gestern durch die Real Madrid-Welt gegangen ist. Und zwar seht ihr da das Santiago Bernabéu, und ihr seht, es verwandelt sich in dieses Winterwunderland, was ich euch annonciert hatte. Irgendwelche Rutschen etc. Sieht auf jeden Fall schon weihnachtlich aus. Bin ich mal gespannt, wenn es fertig ist, wie das Endresultat wird. Naja, nächstes Jahr ist es vielleicht einen Besuch wert. Aber jetzt fangen wir mit den Hauptthemen an, sonst zieht sich das Video doch viel länger als gedacht. Und zwar, Fabrizio Romano hat gestern das offizielle Here We Go gegeben. Endrick wird an Olympique Lyon verliehen. Für mich immer noch ein Fakt, ein Punkt, den ich nicht greifen, den ich nicht verstehen kann. Wie eine Mannschaft, die so viele Probleme hat, Tore zu schießen, wie oft tun wir uns gegen Abwehren, die hinten drin stehen, schwer. Wie eine Mannschaft in so einer Situation, in der wir uns befinden, wo wir ganz ehrlich noch nicht mal lange wissen, ob unser Trainer noch lange unser Trainer ist,
wie man in so einer Situation einen Spieler verleihen kann. Auf der anderen Seite verstehe ich den Spieler. Ein Endrick kann ja nicht darauf pokern, dass ein Xabi Alonso gefeuert wird, damit der neue Trainer, der dann kommt, vielleicht doch auf ihn setzt. Dieses Risiko kann ein Endrick nicht eingehen. Also den Brasilianer kann ich verstehen. Der hat schon mehr als genug Geduld bewiesen. Vor allem ist am Ende dieser Saison eine WM. Ich glaube, es wird fast unmöglich sein, für Endrick das zu schaffen. Aber wenn er eine Chance haben will, dann bei einer Mannschaft, wo er regelmäßig spielen wird. Und bei Olympique Lyon soll er ab dem 1. Januar Stammspieler sein, wenn man auf Fußballexperten aus Frankreich hört. Ja, und wenn wir schon über Fußballexperten aus Frankreich hören, laut L'Équipe hat Olympique Lyon Real Madrid für diese Leihe 1 Million Euro bezahlt und übernimmt 50% des Gehaltes von Endrick. Also die 1 Million Leihe von Madrid, die können die direkt wieder ins Gehalt stecken, denn ich weiß nicht, wie viel der verdient, aber ich glaube, 1 Million zahlt Madrid, locker an Gehalt für dieses halbe Jahr an Endrick. Naja, auf jeden Fall, Olympique Lyon zahlt 1 Million Euro Leihe, übernimmt die Hälfte des Gehalts des Brasilianers und im Vertrag soll auch drinstehen, dass Endrick eine Mindestanzahl an Spielen spielen muss. Diese Zahlen gehen auseinander. Laut Equipe ist es also nicht bekannt, wie viele Spiele es sind. Ich schätze mal 10 bis 15. Ich kann es mir nicht erklären. Einige reden von 25. Auf jeden Fall hat Olympique Lyon unterschrieben, dass Endrick eine Mindestanzahl an Spielen spielen muss. Wobei ich glaube, es ist irrelevant. Er wird da absoluter Stammspieler und wird jede Minute spielen. Das ist der Eindruck, den ich habe. Eine Sache, die aber über allen ist, die klar ist, die von Anfang an klar war, die ich auf diesem Kanal immer wieder die Information mit euch geteilt habe. Es besteht natürlich keinerlei Kaufoption, egal was da komme. Endrick ist in einem halben Jahr wieder Spieler von Real Madrid. Mir bleibt es nichts anderes übrig, als meinen Kopf zu schütteln. Unverständlicherweise, der Junge ist wahrscheinlich der beste rechte Flügel, den wir haben und hat kaum eine Einsatzchance bekommen. Ja, und gleichzeitig bleibt mir nichts anderes übrig, als diesem Jungen die Daumen zu drücken. Zerschieß die französische Liga, zerschieß die WM mit Brasilien und komm dann nach Madrid und hol dir die Minuten, die du dir verdient hast. Ja, bleiben wir mal bei Frankreich mehr oder weniger, aber eher bei einem französischen Nationalspieler. Und der spielt nicht in Frankreich, der spielt und zerschießt die Bundesliga. Ich rede natürlich über Michael Olise. Ich wusste gar nicht, dass der in England geboren ist. Ja, Informationen, die man so kriegt, wenn man sich auf ein Video vorbereitet. Ja, er hätte auch für England in der Nationalmannschaft spielen können, hat sich aber für Frankreich entschieden. Ja, und Real Madrid hat sich auch dafür entschieden, anscheinend in den Poker rund um Olise einzusteigen. Lesen wir uns den Artikel von Goal zusammen einmal durch. Real Madrid mischt sich in den Kampf und Michael Olise ein, während Bayern München seine Haltung zu einem möglichen Verkauf deutlich macht. Real Madrid will sich Berichten zufolge neben Manchester City in den Kampf um Bayern Münchens Flügelspieler Michael Olise einmischen. Europas Topclub hat ein Auge auf einen der herausragenden Spieler der Bundesliga geworfen. Bayern München hat jedoch seine Position klargemacht. Der französische Nationalspieler ist für sie unverkäuflich und sie wollen ihn langfristig an die Allianz Arena binden. Real Madrid mischt sich neben Manchester City im Werben um Olise ein. Real Madrid hat laut Christian Falk, also da habt ihr die Quelle, als jüngster Topclub Interesse an Olise bekundet und damit den Transferkampf, an dem auch Manchester City beteiligt ist, weiter angeheizt. Der Flügelspieler des FC Bayern München hat in Deutschland eine sensationelle Zeit hingelegt und europaweit Bewunderung hervorgerufen, während die Vereine ihre Transferpläne für die kommenden Transferperioden vorbereiten. Dem Bericht zufolge ist Real Madrid Interesse an Olise eher mit langfristiger Kaderplanung als mit einem sofortigen Transfer verbunden. Die Verantwortlichen der Königlichen prüfen demnach Optionen für 2026.
Wie kurzfristig soll es denn sonst sein? Als wenn Michael Olise jetzt im Winter kommen würde, also total unrealistisch. Also finde ich das schon sehr kurzfristig, wenn er in diesem Sommer kommen soll. Naja, lesen wir mal weiter. Wobei Olise als mögliche Lösung gilt, falls auf der rechten Angriffsseite Veränderungen vorgenommen werden sollen. Sein Profil als gelernter Flügelspieler hat inmitten der anhaltenden Debatten um die Ausgewogenheit in Madrids Offensive Aufmerksamkeit erregt. Da Rodrigo, Franco Mastantuono und Brahim Diaz allesamt auf der rechten Seite spielen, ohne dabei nennenswerte Fortschritte zu erzielen. Trotz der wachsenden Zahl an Interessenten geht der FC Bayern laut Berichten gelassen mit der Situation um. Der deutsche Rekordmeister sieht Olise als Eckpfeiler von Vincent Kompanys Projekt und hat wenig Interesse an weiteren Angeboten. Verantwortliche betonen, dass der FC Bayern München keine Spieler verkauft, die er für unverzichtbar hält. Ja, das ist also die Information von Christian Falk. Real Madrid hat Interesse an Michael Olise, weil die rechte Seite von Real Madrid dringend Verstärkung benötigt. Und ich glaube, es gibt in der Welt des Fußballs aktuell keine größere Verstärkung auf der Position des rechten Flügels als Michael Olise. Für mich ist er, Lamine Yamal, Xhaka so zurzeit die stärksten. Der Franzose wahrscheinlich der mit der höchsten Kontinuität, was der da bei den Bayern über den rechten Flügel macht. Dazu noch der torgefährlichste von den drei. Also würde ich mir als Madrid-Fan einen Michael Olise bei Real Madrid wünschen. Ja, natürlich. Wer nicht? Ein wunderbarer Spieler für mich. Wie gesagt, für mich persönlich. Ihr mögt da eine andere Meinung haben. Für mich der beste rechte Flügel zurzeit der Welt. Allerdings spielt er bei den Bayern. Warum sollte er dieses Projekt verlassen? Die Bayern sind sportlich, neben Arsenal sind wir wieder bei Xhaka und Olise, wahrscheinlich das stärkste Projekt in der Welt des Fußballs, zumindest in dieser Saison. Er ist absoluter Stammspieler, er kann mit Bayern jedes Jahr die Bundesliga gewinnen, er kann sehr wahrscheinlich die Champions League auch gewinnen. Also, Bayern ist kein Verein, der bekannt dafür ist zu verkaufen. Olise hat noch einen Vertrag bis 2029 und ich sehe nicht, dass die Bayern ihn vorher ziehen lassen. Also träumen ist schön, aber ein bisschen Realität braucht man in dieser Welt noch auch. Denn, ich sage es immer wieder, damit ein Transfer am Ende vonstatten geht, braucht es 3 Parteien, die sich einigen. Der Käufer, der Spieler und der Verkäufer. Und der Verkäufer macht von Anfang an klar, ihr braucht uns nicht mal als Angebote schicken, wir hören uns die nicht mal an. Der Junge hat noch einen langfristigen Vertrag bei uns. Trotz alledem, ich weiß nicht warum, es sind eher Vibes, also es ist schwer es zu erklären. Ich habe nicht das Gefühl, dass ein Michael Olise seine ganze Karriere bei den Bayern spielen wird. Aber das ist so eine Gefühlssache. Irgendwie sehe ich ihn in Zukunft tatsächlich irgendwann bei Madrid, bei Barcelona, bei einer englischen Premier League Mannschaft. Ich kann nicht erklären, warum, aber diese Vibes gibt er mir einfach. Vielleicht spinne ich mir da auch was zusammen. Könnt ihr eure Meinung dazu auch gerne in den Kommentaren lassen. Ja, wie gesagt, heute ein kurzes Video mit Informationen, mit meiner Meinung. Lasst eure Meinung zu diesen Gerüchten bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like da, teilen, hypen. Ja, und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen für mein XXL Weihnachts Q&A habt, stellt sie in den Kommentaren und ich werde mir einige raussuchen und morgen beantworten. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bis morgen sage ich. A la Madrid!